Now it's time to play Huntsman, The Orphanage mit mir, dem Maru. Das ist so eine Art kleines Horrorspiel, was gerade frisch aus Steam rausgekommen ist. Zurzeit noch in der Beta-Version, die Vollversion kommt dann zu Halloween. Der Knackpunkt an dieser Version ist, hier kann man noch nicht speichern, deswegen wird es nur eine kleine Take-a-Look-Folge sozusagen. Wir schauen mal 30 Minuten rein, damit ihr so ein Gefühl für das Spiel bekommt. Und dann schauen wir doch mal in der Vollversion nochmal rein, für das komplette Spiel. Wenn das Spiel bis dahin wirklich Horror ist, oder ob das hier, sehen wir jetzt in der Folge, dann wird auch eine Facecam dann dazu auftauchen. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Wir haben nichts außer diesem Licht hier an der Taschenlampe. Und da hinten befindet sich das Waisenhaus. Das Spiel ist so ein bisschen Creepypasta, also wenn ihr mal googelt einfach Creepypasta auf YouTube, werdet ihr schon sehen, was ich meine. Poltergeister, paranormale Fähigkeiten, nicht Fähigkeiten, Vorkommnisse, ja, einen Angst machen. Wenn das Telefon klingelt. Please help me. He's right there. Still. Must he take you too? Tick tock, tick tock. Please help me. Ihr seht schon, das Spiel hat noch keine Untertitel und nichts, aber ist schon durchzuhalten. Ihr habt es vielleicht unten bemerkt auf dem Handy. Auf dem Handy sehen wir quasi eigentlich die ganzen paranormalen Ereignisse. Das, was wir hier sehen, ist weniger groß, als was ihr auf dem kleinen Handy da unten seht. Also solltet ihr aufpassen. Hier geht es so Orphanage, also gehen wir nochmal hin. Immer schon auf den Boden achten, das wir nichts übersehen. Wir können sprinten. Wir können uns sogar hinlegen. Also das wird auch noch wichtig, sie zu verstecken. Okay, hier haben wir einen Brunnen. Und hier müssen wir auf das Gebäude zurennen. So, hier ist die Tür. Tür mit Linksklick öffnen. Sieht so ein bisschen seltsam aus, so Jedi-Hand so, öffne dich. Aber damit können wir schon leben. Shift ist zurzeit Toggle für Sprint anstatt anderes. So, da können wir nichts aufheben. Gehen wir mal rein. Jetzt sind wir im kleinen Waisenhaus. Alles sehr dunkel. Kein Licht mehr da, nur Glocken im Hintergrund. Hier ist... Sieht aus wie Snake oder so. Nee, Snape, nicht Snake. Okay, hier ist ein Klassenzimmer. Die Kinder wurden vom Lernen, war alles verlassen eigentlich. Hier ist eine Tafel. Take each treasure through the maze. Also nimm jeden Schatz durch das Labyrinth. Finde die weisen Kinders leeren Gräber. Platziere die Geschenke. Dann stehe zurück und schau. Hast du einen Weisen freigeschafft? Also freigesetzt? Kommt noch mehr? Nee. Okay. Also, das Ziel des Spiels... Oh doch, jetzt. Such die Schätze, wenn du fertig bist, wenn du es dir traust. Finde die Grabsteine, platziere sie da. Verbinde jeden von uns mit unserem Spaß, unserem geliebten Erinnerungen, Geschenk oder Spielzeug. Jedes Kind hat nur ein Objekt. Hat nur ein Objekt ganz lieb. Finde es und du bist halb da. Okay. Aber wie gesagt, wir sollen halt hier überall die Mementos der Kinder finden und in die Mitte bringen, sozusagen, um die freizusetzen. Und der Catch zurzeit ist daran, Moment, können wir mal hier reingehen. Soweit habe ich nämlich schon gespielt zum Anschauen. Ja, creepy Tür, macht fieses Geräusch. Und wenn wir so ein Bild von einem Weißkind finden, erzählt uns eine Geschichte. Charlie, for what it's worth to you. Charles Ramsay Donaldson Davies, in point of fact, but I know that's more than a mouthful for any man. So just Charlie. The simpler, the better, to my way of thinking. Who I am is easy enough to answer.
But what I am takes considerably more explanation. Let's see. Tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief. Quite a list for a 12-year-old. Although in the chapel attendance book I note, the pastor acknowledged my presence with only one word. Orphan. The older boys tease and tell me my speech is odd and sounds askew. Well, naturally enough, for it's a long, winding road that's brought me here, I can tell you. I entered this life far away across the great southern ocean, on the shores of... Mach mal die Tür zu. Das Lachen kam aus dem Hintergrund. Ich weiß leider nicht, was kommt. On the shores of New Zealand. I'll wager you have no idea where that is. And if one more fellow asks, if that be in Europe, I swear I'll bloody his nose. New Zealand, my esteemed friend and learned companion, is almost at the bottom of the world. So that's where I began, in a manner of speaking. Closer to the bottom than the top. And thus my heart's desire in this life is to haul myself up by my bootstraps. With knowledge and learning, art and appreciation, so's that in time I'll be nearer the top than the bottom. A fine and noble goal, if I do say so myself, sir. I'm here to help you, Cobber, if you'll trust me. And trust me you must, for you belong to my line, my flesh, my blood, and should you fail in your task of saving my soul, then I shall cease to exist, but be warned, so shall you. For we are linked across the ages, you and I. But some links are eternally broken. My beloved mother passed when I was but a babe in arms. Father said I had more nuts in my land than a Christmas cake, and mostly from my mother's side. Perhaps that's why she took to drink. I have but one keepsake that belonged to her, a memory of New Zealand, Aotearoa, land of the long white cloud, as my Maori friends name it. 'Tis a greenstone pendant, a treasure, hey Dickie, gifted to my mother by her dearest friend Hine, who mother loved as a sister. Oh, how I miss my Dickie, for simply wearing it soothed my worries and gifted me with a clarity of thought I have not possessed since it slipped from my neck in the darkness. I don't know where this place is, or how to journey back, though I know there are others caught here too, striving desperately to speak to me. Do you hear them? I have become adept at speaking to them in my mind, just as I am now doing, though the effort renders me as limp as a wet rag, and I am left unsure whether they reply or no. There is one other, though I know not his name, for he frightens me and does not speak. I see him through the oily blackness, surrounded by ticking timepieces. Some look vaguely familiar to me, and I wonder if they are not the very pieces I myself thieved when I survived as a pickpocket on the proceeds of my wickedness. Perhaps all I pilfered went to him. Is this place God's punishment for wretched boys? I cannot say, for the ticking leaves me giddy and bereft of mental faculty, spinning until in time I regain my sense of myself and return to my wits. I dare not speak too long, for he will sense that I am reaching out to you and will surely return to punish me. I know you are here to free me and any other poor souls tethered in this bitter twilight. So please, trust me. I'll do my best to assist you, for both our sakes. My life, in the light, a blur of people, places, sorrow, loss, abuse, and despair. My stories would fill Mr. Crode's holy book twice over and then some, and be more disturbing still. Tinker, tailor, soldier, sailor. I became whatever I had to survive. Mr. Crode, he was good to me at the orphanage. Kindly, we were going to plant a maze, if matron allowed it. There was a swing,
a double swing, children, a piano. How long have I been here? I have no notion. All is a dream. May I wake now? May I? Do you hear me? Hello? Okay, das war kurz das Bild. Ich war gerade schon. Hello? Do you? War's das? Das Bild wird schwarz, oder? Er sieht das Bild? Nee. Okay. Also, er hat seine Lebensgeschichte erzählt, dass er hier in einer Zwischenwelt hängt und wir seinen Tiki finden müssen. Hello? Do you? Okay, sind wir wieder auf. Okay, gehen wir wieder raus. Also sein Precious Keepsake ist ein Tiki, das wir finden müssen. Dieses Geräume, weil halt der eine Mann hier, der nicht verloren ist. Okay, nehme jedes der Schätze durch das haben wir doch schon. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Dann noch eine Tür da. Das ist so sehr storylastig das Spiel, deswegen ist es ein bisschen schade, dass es keinen Untertitel gibt. Und es ist sehr viel, das heißt, ich kann mich auch nicht an alles erinnern, was sie sagen, um mir zusammenzufassen. Also schauen wir uns mal noch ein bisschen um hier. Mal sehen, ob wir den Huntsman finden. Jetzt habe ich mich erschreckt. Oh Mann, der war jetzt fies. Die Tür ist zu. Geht wieder auf. Oh Gott, das hat schon mal eine creepy Atmosphäre, muss man immer lassen. Das meinte ich mit den creepy Szenen, die auf dem Handy passieren. Oh, hoffentlich habe ich den Mund nicht so voll genommen, wenn ich gesagt habe, das Spiel werde ich durchspielen. Wir haben ein Bild. Okay. Oh, er hat sich weggeworfen. Heben wir es mal auf. Und gucken es an. Ne, wir schmeißen es nur weg. Okay, das ist halt so ein fieses Bild. Hallo? Kann man nicht abheben, das Telefon. Habe ich auch schon gelesen im Kommentar für das Spiel. Ich nicht wissen, wie man das aufheben kann. Gehen wir mal weiter. Wow. Das gibt's auch noch. So kleine Glitches in der Beta. Ja. Okay, hier haben sie gekocht. Hier geht's eine Treppe nach oben. Oh, das Spiel hat eine fiese Atmosphäre. Na, rausgehen lieber mal nicht. Okay. Gehen wir die Treppe mal nach oben. I must look pretty for Mom. Please, help me. Help me find my ribbons. Okay, ich kann nicht versprechen, dass ich das Spiel durchspiele, wenn das in Vollversion raus ist, weil wenn hier jetzt wirklich noch ein Slenderman rumrennt, man weiß, hier kann auch noch die Gefahr lauern. Ich bin ein Schisser. Oh, hi. I've been gasping for air since the day I was born, according to my pa. Ma died in childbirth. I was her first, last, and only. For she was sickly too, Pa said, for as far back as he'd known her. Ma was only 23 when she passed. A terribly short tenure on this earth, I know. Yet on the days when the coughing is at its worst, and every breath demands effort as if 10 great men were standing on my chest, crushing the very life from me. On those days, I understand. Me poor Ma had 23 years of hard labor, but committed no crime. Till peace,
was found in the deepest, most restful sleep of all. 23 years. It was long enough. I'm not the only one in mind who wheezes and sighs in a way that makes your lungs sound like old organ pipes on a windy day. For I've heard it too, from the other one here, in the blackness. Whoever or whatever, I'm none too sure. But time and again, the gasping heralds his approach, and I steel myself until I hear the ticking. And then it all turns to naught, and I'm sinking, and it's choking, awful, terrible, like you can't imagine. I saw him once. It was late, I remember, as my coughing was fitful, and I had been sent to sleep in the infirmary so as not to disturb the others. I tossed and turned for ages, watching the moonlight dance on a blue glass bottle that I kept by my bed. I loved it as a thing of beauty and carried it with me everywhere, for it contained a soothing liqueur that would ease my worst attacks of breathlessness. The night was quite still and so sickly warm that I could not sleep, and my coughing had quite parched my throat, so that when I saw Mr. Thackeray go past the door in his rounds, I stepped out into the hallway to ask permission for a drink. He was standing still in the moonlit hall, Mr. Thackeray, as if listening intently to some faraway sound. I spoke, but he made not a movement. In my foggy half-sleep, I turned and stumbled back to my sick bed, but after a moment or two, I collected myself and returned to where he still stood, quite motionless. "Mr. Thackeray," I said, tugging at his sleeve, my eyes half closed with sleep. "Mr. Thackeray?" And then I looked up, and as the words took form in my mind, "'Tis not Mr. Thackeray," I felt myself being drawn from the inside out at a frightening rate, up, as if transported inside a great nothingness. They had no kindness towards me on account of my condition, the others in Matron. The only reason they took me in after Pa died was because I was considered too weak to be out on my own. So Matron said. Apparently some folk had expressed concern that, as I was not fit for work, I would likely turn to petty thieving to get by. So they put me in Grimhaven to at least keep me out of their hair and pockets for a few more years until I came of age. It was not all bad. The lessons were distracting, and I did well in arithmetic, for I liked numbers. Except that my coughing usually upset someone and I would be sent out. Matron said that I had the wits to be a clerk, except no one would be able to stand listening to my wheezing day in and day out. Life is so unjust. I couldn't do woodworking with the other lads as the dust upset me. So more often than not, I was confined to polishing Matron's wretched silverware or oiling the sewing machines in the girls' workroom.
At least the sewing room afforded the opportunity for the occasional peek at a slender ankle as I worked on the rattling machines. Well, why not? A lad would be a fool not to take such an opportunity when it presented. Especially a weak and sickly lad with few prospects and fewer companions. Only old Crode saw my suffering. He tried to feed me up on extra gruel to put some meat on my bones, as he said. But the coughing kept me thin faster than even he could fatten me up. Most days I felt too ill to eat, but Mr. Crode would bully and insist that I clean every last morsel from my bowl, that I felt somewhat like a lamb being fattened for slaughter. At least his intentions were kind, and I was genuinely grateful, though I heartily detested the black tar remedy he smeared on my face to cure the sores that molted my lips, and the tobacco he would insist I inhale to ease my lungs. The boys, egged on by Rupert, called me Master Plagueface, for the sores were truly hard. I became the butt of their jeers, and like a winged bird hid from their company, as I had little strength to fight back as a young man should. Rupert relished in my misery and made daily life hellish with his cruel pranks, locking me in the cellar and hiding my precious medicinal bottle, only giving it up on Mr. Crode's insistence, lest I die without it. For the most part, the girl steered well clear of me, afraid, I think, of catching my melancholy, if not my sickness. Only Molly afforded me some pity, a kind glance or shy smile when we passed in the hallway. Charlie, too, made an effort to be kind and offered books to help me pass the hours, though I was but a middling reader. I am so tired. Enough now. I need to rest. My chest hurts fit to burst, and I cannot find my medicinal bottle to ease the pain. If only I could breathe. But I choke here in the blackness, just as in the light. Is there no respite? Please, for this existence is torture beyond what I have ever endured. Please, find my medicine quickly now, before he returns, for then it will be worse than ever. Quickly, hurry. It hurts. Help me. Help. Okay. Ja, das viele Weisen. Ich konnte es aber nicht mehr abbrechen, weil ich fand die Story dann doch sehr, sehr spannend. Bis zum Ende, also kurz zusammengefasst. Noch einer, oder? Ja, nee, jetzt hören wir uns nicht noch an. Gucken wir mal den Huntsman jetzt finden, wenn ich das kurz zusammen, was er gesagt hat. Also seine Mutter ist gestorben bei der Geburt. Sein Vater hatte schweren Husten, der hat anscheinend auch geherbt. Und der Vater ist dann auch kurz danach verstorben. Und er kam dann hier ins Waisenhaus, weil er zu schwach war für normale Arbeit. Und dann dementsprechend lieber ins Waisenhaus kommen, anstatt zu jagen. Aber er konnte auch hier kaum mitarbeiten, nicht bei der Holzarbeit oder sonst was. Sondern durfte immer nur alles polieren. Und wenn er mal Glück hatte, bei dem Mädchen die Maschinen ölen. Also jetzt nicht die, will ich falsch verstehen. Also die Maschinen im Arbeitsraum der Mädchen ölen. Und war glücklich, wenn er dann mal einen unverdeckten Knöchel sah oder sowas. Also es spricht dafür, dass er hier etwas älter ist schon. Also er ist in der Zeit von 1900 rum, würde ich dann sagen. Und eines Nachts war er mal in der Krankenstation. Und weil er halt gehustet hat und Leute immer beim Schlafen gestört hat. Und dann hat er den Chef von der Orphanage hier gesehen.
Und der stand in der Mitte vom Mondlicht mit leeren Augen und leerem Gesicht und er hatte totale Angst davor. Dann traf er einen Mr. Crow oder ähnliches, der ihn versucht hat zu füttern und zu helfen mit irgendeinem Zeug. Zum Beispiel Rauchen gegen den Lungenkrankheiten, alles. Okay. Oder ganz viel Fleisch, um ihn aufzupäppeln. Und die Jungen haben ihn weiter gehänselt und alles. Aber hat da irgendwann auch mal eine Freundin gefunden. Hier ist es zu mitnehmen, oder? Eine Puppe. Ich mal nicht, okay. Molly war seine eine Freundin. Doch. Doch auch er hatte den Huntsman getroffen anscheinend. Und kam dann hierher. Und ist jetzt gefangen und wir müssen ihn retten, indem wir seine Medizinflasche finden. Aber wer weiß, wo die ist. Der Huntsman soll anscheinend so eine Art Slenderman-mäßig herumlaufen. Wir müssen vor ihm davonlaufen und uns verstecken. Hier ist wieder so ein kleiner Junge. John. Will nicht mehr mit uns reden, egal. Okay, wir können halt schneller laufen mit Shift. Das ist ein Toggle, deswegen... Wundert euch nicht, wenn ich mal langsamer laufe, dann habe ich auf den Shift gedrückt. Okay, komm, den Huntsman müssen wir noch irgendwo nur finden. Okay, das sind anscheinend hier die Maschinen, die Nemetiker, aber den Webmaschinen und ähnlichem. Nähmaschinen. Nicht, was ihr denkt. Oh Gott, diese Hand hat mich jetzt gerade sehr erschreckt. Weil ich dachte, jetzt ist der Huntsman vor uns. Oh Mann, das Spiel hat auf jeden Fall eine fiese Atmosphäre. Gefällt mir richtig gut, was horrormäßig. Das ist der Huntsman. Hi. Oder? Bist du der Huntsman? Oh Mann. Creepy. Das ist nicht der Huntsman. Er tanzt. Was bist du? Was machst du da? Das war wohl nicht der Huntsman. Aber er war creepy. Oh Mann. Ich hoffe, der Kommentar, den wir kommentiert haben, war nicht falsch, dass der Huntsman hier eigentlich jagt. Das ist ein Mädchen. Wie gesagt, die Geschichten der Kinder wollen wir uns erstmal jetzt nicht anhören. Hoffen wir, dass dann in der Vollversion mit Untertiteln und allem ist. Damit wir das besser verstehen können. Aber ich bin des Englischen mächtig und teilweise ist es ziemlich fies zu verstehen und vor allem viel zu viel, um es zusammenzufassen. Aber das war jetzt auf jeden Fall schon sehr schockierend. Okay, wir haben hier eine Tasche und ein kleines Gruppenfoto. Auch nichts. Okay. Hier ist wieder nichts drin. Wie gesagt, ob ich das Spiel wirklich dann spielen werde, kann ich jetzt schon nicht mehr sagen. Weil ich bin eigentlich ein riesengroßer Schisser, was Horrorspiele angeht. Hier sind die Kinderkrippen, okay. Hier ist eine Puppe. Kann man nicht aufheben. Weil auf jeden Fall das Ziel des Spiels ist halt, die Treasures zu finden, die Kinder, und in die Mitte zu bringen zu ihren Gräbern, damit sie befreit werden können. Weil das bindet sie quasi an die Welt hier. Und ohne das kommen sie hier nicht weiter. Nicht raus. Aber eigentlich soll das Spiel dann quasi die Hälfte davon sein. Der andere Teil ist dann das Labyrinth, was man da erreicht. Oh, hier sieht man so... Beware the Huntsman, for he lurks when you least expect him. Ja, ich will wieder Licht haben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, das Spiel spiele ich nicht.
Das darf Dado spielen. Nein. Niemals. Niemals gehe ich in den Keller. Nie. Nein. Ich will jetzt noch den Huntsman einmal sehen. Dann schrei ich und dann... Ist gut. Der Schatten der Tür macht mich schon irre. Aber die Atmosphäre ist schon richtig spooky. Das ist wieder ein Mädchen. Nee, aber der echte Horror in dem Spiel ist nicht drin, ne? Deswegen würde es sich nicht lohnen, hier weiter zu spielen. Außerdem kann man nicht speichern und... Das ist auch doof. Noch ein Mädchen. Okay, wieder Kinderkrippen. Kinderkrippen. Okay, ich befürchte, wir müssen wohl oder übel in den Keller. Na gut, gehen wir runter. Wollt es doch auch. Ja, gib mir wieder Licht. Den sehen. Huntsman. Wo bist du? Okay. Wehe, der schockt mich jetzt schon. Oh, noch mehr Türen. Das ist wieder Slenderman und ich hasse Slenderman. Ich gucke es gerne zu, aber ich spiele es nicht gerne. Amnesia war eigentlich ganz schön für mich. Das ist nicht so schockierend. Aber das tut man nicht für die Zuschauer. Da ist die Tür offen. Das gefällt mir nicht. Der Huntsman kommt. Oh, ist das creepy. Hallo? Hallo? Eine Puppe? Das ist wahrscheinlich der Huntsman, der sieht so aus. Die tanzende Spinne war auf jeden Fall nicht der Huntsman, haben wir jetzt herausgefunden. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Oh Mann. Was wir machen, wenn er uns entgegenkommen würde, weiß ich gar nicht. Weil wir haben ja nichts, um ihn abzuwehren oder ähnliches. Huntsman. Komm raus, wo immer du bist. Hier geht's wieder nach oben. Also die Atmosphäre hier unten ist grauenhaft. Aber wir müssen ihn eigentlich nochmal sehen für das Ende dieser Folge. So lange spiele ich weiter, bis wir ihn gesehen haben. Särge. Oder auch nur Kisten. Das weiß man nicht so genau. Boah, jetzt hört auf mit euren creepy Geräuschen hier. Oh, nur Schatten. Ich weiß zwar, er kann mir nichts tun in der Version, aber... Geht hier irgendwas rum? Nein. Da geht noch eine Tür auf. Hinter uns irgendwo. Also das Spiel ist so creepy. Ah. Hier haben wir ein Objekt gefunden von einem der Kinder. Das muss ja der Hand auf uns aufmerksam machen, oder? Na komm, endlich. Ich will hier raus. Erschreckt mich doch endlich.
Hm. Immer weiter, immer weiter. Hier lang? Hier geht's nach oben. Die Tür war offen, als wir das Mal gegangen sind. Ist eine andere Tür? Sind wir woanders im Haus jetzt? Ja. Oh, also das spielt eine fiese Atmosphäre. Macht das richtig gut. Es gab mir noch keinen Schocker und ich habe aber so eine Anspannung, dass ich die ganze Zeit reden muss, damit ich nicht schreie. So, hier war eine Puppe. Ich würde gerne noch was ein Bild vom Huntsman haben. Bin ja schließlich aus irgendeinem Grund dazu gezwungen, hierher zu gehen. Aber er kommt nicht. Vielleicht kommt er auch erst, wenn wir die Mementos abliefern. Das kann natürlich sein. Slenderman-Style. Ein Sackgasse muss am meisten noch versteckt sein. Okay, man muss sich auf jeden Fall merken, wo man war. Das Haus ist ein Labyrinth. Hallo? Da geht es wieder nach oben. Hallo. Die Tafel haben wir gefunden. Okay. Geht's nach draußen? Hier geht auf den Dachboden hoch. Oh, die Atmosphäre hier ist mörderisch. Wow. Okay, ist hier was? Ist hier was? Nee. Sind wir hier reingekommen? Meine Erinnerung ist ein bisschen getrübt durch die Anspannung. Okay. Man geht nach vorne, wenn man nach oben guckt. In der andere Richtung nach vorne, nach unten. Und wieder runter. Okay. Ich schätze mal, wir kommen hier nicht mehr raus. A step beyond your torchlight gaze lie hedgerows set in puzzle maze. Twixt these rows 12 headstones lay. Reach them all to save the day. But patience first. Seek out a key if you're to set the lost ones free. This key to mysteries yet unseen unlocks the gate on Halloween. So on October 31, bring key to gate, the spell's undone. There are souls to save and work to do, but now the Huntsman's hunting you. Okay. Now the Huntsman hunting you. Ja, hier waren wir schon. Zu Halloween macht der Schlüssel die Tür auf. Oh Mann. Das tut mir leid, ich werde das Spiel, glaube ich, nicht spielen. Ich kann nicht viel labern. Ich muss irgendwie... Oh, hier ist auch schon wieder leer. Huntsman, wo bist du? Ich würde gerne... schreien, weinen oder irgendwas. Das ist nur ein Fenster.
Okay, und ist wieder eine Tür zugegangen. Achso, hier kommen wir wieder, hier sind wir wieder in der Webstube. Mit dem creepy Spinnenmonster. Der tanzenden Spinne. Komm, Huntsman, kill me oder ähnliches. Oh, so wenig sehen ist fies. Im Keller runter würde ich jetzt nicht gerne gehen. Der Huntsman ist near. He draws us close. Oh. Wo könnte er sein? Oh, ich würde sagen, wir suchen mal jetzt noch die Grabsteine. Und entweder finden wir die Grabsteine oder wir finden den Huntsman und dann hören wir auf. Diese Atmosphäre hier macht mich fertig. Und diese manchmal die Steps, die nicht von mir kommen, also die von mir kommen, aber nicht so klingen. Genauso. Okay, wir müssen die Samsons finden. Das ist wieder der Text, oder? Ja. Hier waren wir doch gerade eben. Ja, gehen wir davon aus, dass wir hier waren. Dann kommen wir hier rein und hier rechts ist die Tafel. Genau. Und hier sind wir reingekommen in das Haus. Und wir gehen einfach wieder. Tschüss. Nein, nee, ich weiß, geht ja nicht. Okay. Listen to me, young'un, and take heed you listen careful like. For I, Jasper... Ja, das ist einer der Bösen hier, von den Fiesen. Huntsman, where are you? Ist das Haus kürzer geworden? Und nochmal ein Keller. Da unten muss er herumrennen. Okay. Wir gehen immer rechts, wenn es geht. Und nicht rechts, wenn es nicht geht. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Irgendwo habe ich den Stein verloren. Hier muss doch irgendwo der Huntsman sein. Immer rechts abbiegen. Immer mit dem Arm an der Wand halten. What's in the box? What's in the box? Ich weiß es nicht. Welche Box? Ist irgendwas zum Aufnehmen? Irgendeine Box? Die da? Nee. Die da. Okay. Weiter rechts halten. Hier waren wir auch schon. Ich habe mich verlaufen schon wieder. Der hat uns wieder Türen zu. Das ist der Energiesparman. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Okay, wir können die Grabsteine erst zu Halloween anbringen oder in einem Zwischenpatch dazwischen. So, endlich aufhören, die Türen zuzumachen.
Hm. Macht Türen zu, der Mistkerl. Ich meine, die wollen hier rausgehen wieder. Und hier den Grabstein irgendwo finden, an der Seite vielleicht. Hm. Okay, hier draußen ist das Labyrinth. Stay back, miss. The axe is sharp. Mimi, move your hand, miss, lest I chop it off. No, you won't. Oh, yes, I will. No, you won't. Oh, yes, I will. No! Okay. So he did. Hat sie wohl nie auf ihn gehört. Hier ist wieder so irgendwas Geheimes versteckt. Hm. Wo sind die Grabsteine? Ich möchte sie finden, bevor uns der Huntsman findet. Naja, bei 1 Stunde muss ich auch aufhören, sonst wird das Video zu groß. Ausrede. Okay, wir rennen jetzt nicht durch den Wald. Mit der Funzel finden wir da bestimmt nichts. Okay, laufen wir den Weg mal zurück hier am Rand lang. Irgendwo müssen wir ja den Grabstein erfinden. Hier geht's nicht weiter. Das Spiel ist really creepy. Komm. Tür schon wieder zu? Nein. Hier ist nichts. Hier ist die Mauer. Hier ist eine Hecke. Aber wo sind die Grabsteine, wo wir den Kram hinstellen müssen? Oder das Podest wenigstens. Dahinter, ne? Genau da. Seht ihr das? Ich kann jetzt nicht springen. Die Tür zu jetzt? Okay. Huntsman. Hallo? Ja. Ich finde ihn leider nicht. Tut mir leid. Ich habe jetzt wirklich versucht, ihn zu finden. Das kann man jetzt nicht vorwerfen. Ich glaube, das Grab, wo wir hin müssen, ist hinter dieser Tür. Okay, am 31. Oktober geht das Tor auf. Wenn wir jetzt noch hier 10 Minuten rumrennen in Angst, für die Leute, die schon mal abschalten wollen, auch schon vor Ewigkeiten abgeschalten haben, weil sie mir nicht mehr beim Jammern zuhören wollten. Ja, tschüss. Die anderen können ja gerne noch ein bisschen bei mir bleiben. An der Suche nach dem Huntsman. Ich muss doch hier irgendwo sein. Muss ich echt die ganzen Kindergeschichten anhören, sozusagen, um ihn heraufzubeschwören. Ich finde ihn leider echt nicht. Er ist nicht hier. Ah komm, das wäre doch ein ideales Ende für die Folge. Wie der Huntsman vor mir steht, Auge in Auge. Irgendwer hat geschrieben, er hat ihn gefunden. Das heißt, das muss gehen. Es muss irgendwie gehen, dass man ihn trifft. Nun, wo ist er?
Unter den Keller wieder. Now the Huntsman comes for you. Bewegt sich anscheinend nicht. Alter, nicht, dass das Spinnentier der Huntsman war. Der hat dann ein bisschen rumgespielt. Wir haben jetzt aber, glaube ich, alles erkundet. Würde ich sagen. Ich war im ganzen Haus, habe alle Türen aufgemacht. War das doch der Huntsman? Nee, der Huntsman sah anders aus. Gucken wir nochmal zu den creepy Spinnenviech. Hi. Räumende Hände. For 8 years. 8 years I, Tobin Thackeray, was under the employ of Grimhaven's Board of Trustees. Okay. Und muss ich jetzt einen Schlüssel finden, sozusagen, anstatt die Mementos. Das wäre natürlich... Ja. Hier sind die Kinder anscheinend alle aufgelistet, den hatten wir schon geredet. Okay, kann ich sie vielleicht hier? Nee. Der ist noch aufgehoben, weil ich nichts gemacht habe. Wer von euch könnte diesen Würfel lieb gehabt haben? Du da. Auf der anderen Seite waren wir aber auch schon. Alle Türen offen. Okay, gehen wir wieder runter. So, hier kommt man rein. Nee, hier kommt, das ist ja Hintertür, okay. Ich würde sagen, wir waren jetzt überall. Nee, Moment, wir haben einen Eingang haben wir noch nicht erkundet, glaube ich. Und zwar, wenn man an der Treppe hier runter geht. Und dann links. Ne, rechts. Hier war es rechts. Hier unten ist schon nicht alles erkundet. Huntsman. Where did you go? Many mean well, but alas, cannot always be trusted. For this pitiless blackness casts strange shadows on the soul. Okay. Creepy Boy. Danke für diese Invasion. So, hier ist die andere Treppe. Genau. Das heißt, hier ist der Bereich, wo wir vielleicht noch was übersehen haben. Wie lange besteht, ob der Huntsman dann kommt? Wir rennen mal hin und her hier, bis er vor uns steht. Okay, hier ist die andere Treppe. Oder? Hier waren wir auf jeden Fall schon, die Türen sind offen. Wie kann ich den Huntsman wohl triggern? Ich glaube fast, er kommt noch nicht auf uns zu. Huntsman. Komm doch raus. Ich möchte spielen. Ne, er will nicht spielen. Puh, ich würde sagen, wir waren überall. Wir können auch einem Kind zuhören. Wir können dem Opa oben zuhören, der klingt interessant. Und bleiben auch schon lange stehen. Und wenn er dann kommt, der Huntsman, dann... Dann ist vorbei. Ein bisschen am Rumglitschen.
Gehen wir nach oben. Beziehungsweise ich könnte ja noch mal ein bisschen weit rumstochern. Ich glaube, wir gehen als letzten Schritt lieber wieder raus. Das Memento liegt noch da. Guck mal die Kinder einmal an. Wir haben Bella, Charlie, Dorothy, Edward, Hetty, John, Min, Molly. Oh, Molly. Molly und Noah. Rose, Rupert und Willy. Der hinten ist etwas anders. Ich würde sagen, wir gehen von der Vortür einfach wieder raus. Und sagen Goodbye zur Orphanage. Schade, dass ich kein Bild vom Huntsman bekommen habe. Wirklich schade. Ich hätte mich gefreut. Aber ich hätte jetzt gerne das Mysterium geklärt. Ne, der richtige Weg ist in die Richtung. Und hier raus. Ne, nicht hier raus. Andere Seite raus. Ja, creepy. Where the ticking Huntsman claw, a touch so light, yet power war. His grasp has not to seize you, nay, your only folly is delay. For should you tarry in his field, 'tis power to twin and one you will yield. And spinning rise to limbo well, game over, may as well be dead. Egal. Tschüss, Orphanage. Der Huntsman wollte mit uns spielen, also gehen wir wieder. War schön hier. Gucken wir uns hier noch um. Gehen wir den Weg hier lang. Wo führst du uns hin, Weg? Please help me. Help me find my ribbons. Sie sucht ihr Ribbons, okay. Das ist der Slenderweg. Oh Gott. Hier ist ein Baum im Weg. Da kriegt man da durch, oder? Ne, kriegt man nicht. Okay, ich will jetzt nicht den Dickicht trennen, aber wir haben ja noch ein paar Wege hier. Ich hab gar nicht dran gedacht, dass hier draußen auch noch weitergeht. Where are my ribbons? Rupert told me they were here. But the patches, they scratch my face so. Help me find my ribbons! Klar, warum nicht? Wo könnten ihre Ribbons sein, dass sie uns nicht umbringt, weil wir sie nicht finden? Okay, hier ist eine Mauer. Hier kann man über nicht lang. Habe ich mir die Tür zugemacht. Fern zumachen. Okay. Also jetzt nach der Zeit, wo wir jetzt hier rumlaufen, war das schon wieder erschreckend. Gehen wir hier am Haus lang. Hier dazwischen. Und hier ist nichts. Now the Huntsman will hunt you. Mal hier in der Mauer lang. Okay. Das ist aber ein Kreis, glaube ich. Wir können auch noch links abbiegen hier an dem Ding. Das ist unsere letzte Handlung jetzt für dieses
extrem lange Preview. Ah, hier ist schon direkt ein Baum runtergefallen. Den wir nicht durchkommen. Gut. The Huntsman won't hunt me. Ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns vom Huntsman. Gucken wir kurz hier die Seiten ab, ob man hier durch kann. Da ist ein Baum umgekippt. Ich habe mich gefreut, den Huntsman zu sehen. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr creepy. Wird bestimmt ein wunderbares Horrorspiel, wenn es fertig ist. Aber ich weiß nicht wirklich, ob ich es dann noch spielen werde. Hi. Ne, haben wir schon gehört. Okay, wir gehen jetzt einmal ins Haus, einmal durch bis zum Endbild. Und dann machen wir Schluss. Dann haben wir den Huntsman so viele Chancen gegeben, uns zu jagen. Haben uns nie gefunden, weil wir quasi die Standardregeln verletzt haben und nichts gefunden haben. Wir könnten aus dem Hinterhof, da war ja so eine Flasche, die kriegen wir jetzt noch zu John. Man sieht, ob da eine creepy Musik startet, so Slender-Style. Würde ich gerne den Huntsman einmal sehen. Ja, geht's wahrscheinlich noch gar nicht. Wahrscheinlich hat derjenige, der geschrieben hat, dass er den Huntsman getroffen hat und er ihn nicht angegriffen hat. War diese Spinne oben. Ist ja die Spinne der Huntsman? Ich weiß es nicht, aber wir holen jetzt schnell die Flasche. Die hier war. Hier, hier? Was ist das denn? Eine Spieluhr. Nee, die habe ich jetzt nicht gesucht. Hier war wieder top. Nee. Was war denn hier? Problem ist, ich hätte jetzt so gerne den Huntsman noch gesehen. Aber wir können ja rumlaufen, wie lange wir wollen. Er wird nicht kommen. Ich glaube, der ist einfach noch nicht drin. Daher gehen wir nochmal zu den Kindern nach oben und... Oder enden wir hier auf das Bild. My patient first set out a key... Oh, die Pflanze da. Blablabla. There are souls to save and work to do, but now the Huntsman hunting you. Du kriegst uns nicht, die Huntsman. Du kriegst uns nicht. So. Hallo Kinder. Hallo nicht von der Huntsman. Und jetzt würde ich sagen, hier tschüss. Bye bye.